Servus und Hallo in Elite Odyssey. Heute geht es mal ums Geld sparen. Es gibt ja jetzt Apex Shuttles. Und da gibt es jetzt eine ganz interessante Sache, wenn man Schiffe heranholen will in die Station, wo man gerade ist. Und zwar schauen wir mal in die Galaxiskarte. Ich war die ganze Zeit jetzt hier in diesem System Santu. Was ich hier gerade eingeschaltet habe, ist hier der Kartenmodus für, wo ist es da? Nutzerdatenmodus, der da. Ja, besuchte und nicht besuchte Sterne anzeigen. Ja, so sehe ich jetzt beispielsweise nur meine besuchten Sterne erstmal, sonst keine. So, und da haben wir hier also diesen Teil der Galaxis. Ich war also hier in Santu die ganze Zeit und da habe ich jetzt noch zwei Schiffe geparkt. Ja, das sind hier noch zwei verwahrte Schiffe, mein Challenger und mein Diamondback Explorer. Ich bin mit meinem ASP Explorer jetzt hier nach Mehit geflogen. Das ist eine Entfernung von 104 Lichtjahren. Und da bin ich jetzt hier in Mehit. Jetzt möchte ich gerne zum Beispiel meinen Challenger von dieser Station hierher holen. Das haben wir ja bisher über diese Werftfunktion gemacht. Wenn Sie mehr über unsere Schiffe wissen wollen, fragen Sie einfach. Das geht natürlich nur, wenn man auch in Stationen ist, wo eine Werft vorhanden ist. Ja, muss natürlich eine Werft sein. Und da haben wir auch hier diesen Schiffshändler. Ach, was suchen Sie? Oder man macht es eben über das Schiff, über das Menü im Schiff. Keine Eile. So, jetzt können wir hier mit Verwalte deine Schiffe. Da können wir uns ja hier auch die Schiffe holen. Ja, ich kann also jetzt hier den Challenger holen. Das dauert aber, wie wir sehen, 22 Minuten und kostet mich 471.710 Credits. Und dann ist der Challenger hier in der Station, nach 22 Minuten. Also fast eine halbe Stunde. Keine Eile. Kommen Sie wieder, wenn Sie bereit sind. Jetzt können wir aber auch Folgendes machen. Wir können einen Apex Shuttle buchen. Ich lasse also meinen ASP Explorer hier Willkommen bei Apex Interstellar. und buche hier einen Langstrecken-Shuttle von der Station, wo ich jetzt mit meinem ASP Explorer bin, nach Santu. Steigt dann in der Station natürlich aus, wo mein Schiff ist. Das wäre hier. Steige dann in das Schiff ein und fliege mit meinem Challenger zum Beispiel, der halt über 470.000 Credits fürs Holen kostet, zurück. Das Shuttle dahin kostet nur 52.106 Credits. Heißt also, ich kann mit dem Shuttle ganz billig dahin fliegen. Und mit dem Challenger habe ich ja vorher schon mal geguckt, 4 Sprünge. Ja, mit meinem ASP waren es jetzt nur 2 Sprünge, diese 100 Lichtjahre dahin. Und mit dem Challenger wären es 4 Sprünge. Also das ist auch ganz schnell erledigt, die 4 Sprünge. Und man hat dann mal locker 420.000 Credits eingespart. Also ein Weg, eben auch Schiffe von einer Station in eine andere zu holen, ist eben auch über Apex Shuttles. Und das ist vielleicht ein bisschen zeitaufwendiger. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, ob ich jetzt den Challenger auch in 22 Minuten dahin geschafft habe. So wie das praktisch das Ordern für 471.000 Credits in 22 Minuten passieren würde. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich denke mal, in 22 Minuten schaffe ich das auch, mit dem Apex Shuttle hierher mich fliegen zu lassen und dann wieder mit meinem Challenger zurück dahin zu fliegen. Also da kann man mit Apex auf diese Art und Weise gegebenenfalls auch eine Menge Geld sparen. Und je größer das Schiff ist, umso teurer ist natürlich der Transport über die Werft. Klar. Muss man auch sehen. Das wird ja noch teurer, wenn das jetzt zum Beispiel so ein Imperial Clipper oder sowas wäre oder es wäre so eine Federal Corvette, dann geht es gleich in die Millionen, was dann der Transport kosten würde. Ja, und hier fliege ich dann für 52.000 Credits gerade mal diese Strecke von 100 Lichtjahren dahin. Das einzige Problem bei Apex Shuttles ist, dass die eine
Reichweitenbeschränkung haben. Das heißt, es kann nicht ewig weit gehen, wie ich gesehen habe, Willkommen bei Apex Interstellar. mit Ihr einem erster Schritt bei Langstrecken-Shuttle. jeder Reise. Also es gibt da irgendwo eine Grenze. Ich habe es noch nicht genau rausgefunden, wie die Grenze ist, aber wenn ich jetzt beispielsweise weiter wegfliegen will, kein Ausstiegspunkt im System, muss man was anderes suchen. Außer Reichweite steht dann hier. Das sind 176 Lichtjahre. Buchung nicht möglich, außer Reichweite. Also das sind hier 104. Das kriege ich noch angeboten. Knapp über 100 Lichtjahre. Wenn es weiter drüber hinausgeht, dann ist es offenbar zu weit. Hier gibt es keine Ausstiegspunkte. Anderes System suchen. Außer Reichweite. 117 ist jetzt schon außer Reichweite. Die 104 dahin war noch okay. Also so in diesem Bereich 104, 110 Lichtjahre, weiter kann so ein Apex Shuttle nicht fliegen. Das heißt, wenn das Schiff weiter weg ist, dann müsste man eben zwischendrin erstmal aussteigen und da ein neues Apex Shuttle für den Rest der Strecke buchen. Das würde dann angenommen mal das Doppelte kosten. Aber das kostet natürlich dann auch, wenn das Schiff weiter entfernt ist, kostet natürlich das Schiff dahin zu holen auch wieder mehr. Noch mehr als die 471.000 Credits. Und ich meine, wenn ich jetzt die doppelte Entfernung, sagen wir mal 200 Lichtjahre zurückzulegen hätte mit Apex Shuttles, dann muss ich einmal eben umsteigen, ja, irgendwo nach der Hälfte aussteigen und die restlichen 100 Lichtjahre mit dem zweiten Shuttle. Dann würde das hier das Doppelte kosten, das wären dann 100.000 Credits, aber das Schiff nach da zu holen, würde auch mehr kosten. Das sind dann vielleicht auch 800.000 Credits oder 600.000. Also man spart auf jeden Fall mit Apex Shuttles. Wenn man da hinfliegt, sich hinfliegen lässt und dann mit dem Schiff selbst manuell zurückfliegt. Und zeitlich dürfte das wahrscheinlich sich auch nichts geben. Außer man hat halt ein Schiff mit extremst wenig Sprungreichweite von 10, 20 Lichtjahren oder so. Ich hoffe, wir sehen uns Ja, bald wieder. wie gesagt, das war mal so ein Tipp zu den Apex Shuttles, wie man die auch noch benutzen kann. Zum Beispiel eben, um sich Schiffe irgendwo hinzuholen, wo man selber erstmal mit einem Schiff hingeflogen ist. Wenn man dann noch andere Schiffe nachholen will an diese Stelle, dann kann man das natürlich mit eigenem Aufwand dann logischerweise und eigenem Zeitaufwand, allerdings mit deutlich weniger Credits und eine ganze Menge Einsparung von Credits auch so erledigen. Danke fürs Zuschauen, alles Gute, bis zum nächsten Video. Tschüss!